bin Sascha Schulz und ich studiere den German US Dual Degree an der SAIB. Ja, also ich habe 2 Projekte gerade. Das eine Projekt ist das, was auch mein Uni-Projekt mit ist. Das ist KI-Agenten im Support, wie wir es einsetzen können, wo unsere Möglichkeiten sind. Da versuchen wir gerade was aufzubauen, den Support auch ein bisschen zu entlasten. Und mein anderes Projekt ist eher im Produktmanagement-Bereich, wo ich ein ganz neues Produkt von der Idee bis auf den Markt bringen gerade mitentwickle. Ja, ich habe mich für einen berufsintegrierten Master entschieden, um die Praxis mitzunehmen, um die 2 Jahre Berufserfahrung mitzunehmen und mich trotzdem noch weiterbilden zu können. Ich habe vorher nur studiert, also nicht dual studiert, und diesmal habe ich gedacht, das brauchst du auf jeden Fall, um einfach mehr drin zu sein. Ja, ganz super einfach, den doppelten Abschluss. Einmal den Master of Science und den MBA. Da ich auch sehr Amerika-affin bin, war das schon ein sehr Totschlagargument für mich. Ich glaube, es ist sehr interessant, dass viele Dozenten aus der Wirtschaft kommen und auch in Konzernen gearbeitet haben und so das ganze Management, also dieses Gefühl vom Management oder auch wie Konzerne funktionieren, dir da schon mitgegeben wird, mit an die Hand gegeben wird, was du dann halt auch in deinem Unternehmen sehen kannst. Ja, ich würde sagen, wir haben das kontinuierlich. Wir haben jetzt beim Sascha zum Beispiel gesehen, dass wir uns auch mit KI beschäftigen bei HMS Networks, zu gucken, wo haben wir da Optionen. Dann sind wir über das Thema Agents auch gekommen, weil wir viele Kunden haben, die international unterwegs sind. Wie können wir denen schnell die richtige Antwort vielleicht sogar in der lokalen Sprache geben? Und das ist ja erstmal nur die Business-Idee. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du dann sowas rangehst mit der Siebe auch. Ich denke, da kommen ganz spannende Inputs auch. Ja, genau. Das geht auch so ein bisschen in mein Projekt rein. Und das ganze Research-Thema, ne? Also das ist ja ein ganz großer Teil auch von der SAIB. Wie machen wir Research? Wie schreiben wir vernünftige Sachen? Sascha hat jetzt angefangen, im Produktmanagement zu unterstützen. Ist da jetzt ein Jahr auch dabei. Und aktuell ist er dabei, eigentlich von Produktidee, Prüfen der Produktidee mit Kunden, mit Partnern bis hin zum fertigen Produkt auf den Markt bringen, anzuarbeiten. Und ich denke, in 2 Jahren wird er da ganz schön was erlebt haben, der Kollege. Ja, wir hatten bei HMS ja schon mehrere SAIB-Studenten. Ich glaube, es ist immer ganz spannend, wie man anfängt im kleinen Wirkungskreis. Erstmal Einarbeitungsplan, kleine Tasks, wo man zurückkommt. Aber die Studenten auf einmal sehr, sehr schnell mehr Raum einnehmen. Also man kann durchaus dann Problemstellungen übergeben und sie kommen mit eigenen Lösungsansätzen. Sie schaffen es auch international mit verschiedenen Standorten zusammenzuarbeiten, sich ein Netzwerk aufzubauen. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell sie eigentlich eigene Ergebnisse hier auf den Boden bringen. Und auch Ergebnisse, die über das, was man sich selber vorstellt, hinausgehen. Ich bin großer Fan von, weil es eben auch kein Blockunterricht ist. Das sind immer ein paar Tage, wo die Kollegen unterwegs sind. Und es passt perfekt zu den Aufgaben, die wir auch haben. Und dadurch gibt es aus meiner Sicht viel mehr Tiefgang zwischen akademischem Hintergrund, Research-Daten, die schon da sind im Markt, versus dem, was wir als Unternehmen umsetzen wollen, und das ist eine super Kombi. Thomas trinkt mehr Kaffee. Sascha ist immer da, wenn ich komme. Normalerweise Thomas auch, ja. Ja, klar. Natürlich. Hallo, ich bin Sascha Schulz und ich verkaufe heute eine Tür. Nee, Hobbys habe ich keine. Das ist ein Fulltime-Job. 24/7 und dann kommt die Nacht, ne? Okay, wir haben bald eine Laufgruppe Darmstadt aufmachen, wenn du jetzt rausstartest. Ja, aber da muss ich noch ein bisschen üben, wenn ich dass ich mich da blamier. Ich weiß nicht, was ich studiere.
Ja, okay.